Auf dieser Motorradtour tauchen wir eine der rauesten Regionen Argentiniens ein. Über 4000 Meter Höhe, abgeschieden von jeglicher Zivilisation. Ein Ort mit so harschen Bedingungen, dass nicht einmal Pflanzen und Tiere sich hier wohlfühlen. Die Luft wird dünn, die Landschaft total fremd. Und irgendwann fühlt es sich so an, als wären wir ein paar Mal falsch abgebogen und auf dem Mars gelandet. Wir nehmen euch mit auf dieses einzigartige Motorradabenteuer hier in Argentinien. Wir verbringen einige Tage in Salta, schneiden Videos und machen unseren ersten Service am Motorrad. Am Programm stehen Ölwechsel, Luftfilter reinigen und ein genereller Check. Jetzt geht's aus Salta raus. Nach ein paar Tagen Pause freuen wir uns immer besonders, wenn es weitergeht. Unser erster Stopp heute das kleine Dorf San Gertrudis, wo wir erstmal unser Zeug im Hostel abladen. Ganz ungewohnt geht es ohne Gepäck weiter auf einen Tagestrip in die Berge. San Gertrudis liegt etwa 50 Kilometer südlich von Salta. Von dort geht es über die Ruta 33 durch ein Tal, über eine schöne Kurvenstraße in die Berge, bis in den Nationalpark Los Cardones. Am Anfang sind wir ehrlich gesagt nicht mega beeindruckt. Die Strecke ist ganz okay. Man fährt erstmal einfach nur ins Tal rein. Und dann, auf einmal, nach einer Kurve ändert sich die Landschaft komplett. Plötzlich zeigt sich das Gebirge in allen seinen Formen und Farben und überall sind riesige Kakteen zu sehen. Episch. So geil und wir haben sogar ein bisschen blauen Himmel. Ja, extra die Sonne für uns rausgekommen. Ja. Da diese mächtigen Kakteen an wieder überall. Jo, der ist ein Fett. Das schaut doch episch aus, oder? Wahnsinn. Krass, schau dir mal an, wie gut man die Schichten hier in den Bergen sieht. Ja. Vor allem die da drüben so. Mhm. Und Degen Aufi. Ja, die Farben sind da krass wieder, gell? Ja. Rot, Grau, Grün. Wir fahren weiter den Berg hinauf, Meter für Meter, Kurve um Kurve. Irgendwann verschwindet der Asphalt unter uns und macht Platz für Schotter. Die Landschaft wird immer karger, bis die Bäume ganz verschwinden. In der letzten Folge sind wir immer wieder durch dichte Wolkendecken gefahren. Wir bekommen jedes Mal ein bisschen Gänsehaut und erleben pures Staunen für die Natur. Unter uns die Berglandschaft, eingehüllt in dieses mystische weiße Kleid. Ein Meer an Wolken und wir oben drüber. Absolut episch. Wir haben das da schon auf dem anderen Berg gesehen. Ein paar Tage zuvor, aber irgendwie wird es nicht alt, oder? Na, es schaut so geil aus. Die Wolken einfach über die Berge und wir über der Wolkendecke. Und dann diese Berge in der Ferne, das schaut einfach aus, als wären es Inseln. Ja. Das ist schon ziemlich cool. Oh, wie das ausschaut, einfach bis zum Horizont, nur Wolken. Wir gönnen uns erstmal eine kleine Pause, packen die Snacks aus und lassen die Aussicht wirken. Wir bemerken einen riesigen Vogel, der hoch über uns seine Kreise zieht. Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch keinen Plan, dass wir gerade unseren ersten Kondor beobachten dürften. Der König der Anden und einer der größten flugfähigen Vögel der Welt. Auf unserer Reise durch die Anden werden uns diese majestätischen Vögel noch öfter begegnen. Das hast du gesehen. Sometimes the road heals you, sometimes it just makes you hungry. Schon? Ja. Macht die ziemlich oft hungry. Das hat was auf mich zutreffen ist. Da wir nur bis zum Aussichtspunkt fahren wollten, um die Landschaft zu genießen, müssen wir jetzt wieder die gleiche Strecke Retour fahren. Schau da mal die ganzen Kakteen da. Crazy. Alles voll. Ein Kakteenwald. Ja, quasi. Dann dieser Blick da hoch. Epic. Nach unserem Tagesausflug heute gönnen wir uns jetzt noch einen kleinen Spaziergang in der Stadt. Also in der Stadt, im Dorf, im Zentrum. Kleines Dorf. In dem Kreis, wo man da rumgehen kann. Wir gehen wahrscheinlich noch was essen.
Wir gönnen uns das ist hier jetzt in diesem Dorf nicht ganz so teuer. Hier kann man jetzt essen gehen pro Person um die 6 bis 8 Euro. Davon profitieren wir jetzt noch ein bisschen, weil generell in Argentinien haben wir es bis jetzt ein bisschen teuer gefunden, das Essen gehen. Also es gibt auch nicht so viel Auswahl und das alles halt relativ teuer, ja. Naja, so Im Vergleich. 15 Euro oder so pro Person. Genau, im Vergleich zu halt den anderen Ländern, wo wir jetzt waren. Ja. Für uns geht es morgen dann wieder Richtung Berge, deswegen genießen wir das jetzt hier noch, dass wir ein bisschen in der Sonne gehen können. Ich habe zwar einen Pulli an, aber mir ist leicht zu warm. Und in den Bergen wird es ein gutes Stück kühler, da werden wir um die 15 Grad haben unterm Tag, wenn die Sonne richtig knallt. Ansonsten in der Nacht eher um die 0 Grad, also eher frisch. Deswegen genießen wir das jetzt hier. Für uns geht es jetzt weiter in die berühmt-berüchtigte, wunderschöne Puna-Region im Norden von Argentinien. Eine Gegend, die man nicht einfach nur bereisen, sondern erleben muss. Wild, verlassen, kalt und hart. Genau das macht sie zu einem Muss für alle Abenteurer. Komplett abgeschieden von jeglicher Zivilisation findet man dort keinen Komfort und keine Sicherheiten. Nur wir, diese lebensfeindliche Natur und wieder mal eine neue Herausforderung. Das mag für manch einen vielleicht abschreckend klingen und für uns auch, also für mich zumindest. Pascal fühlt sich da zu Hause. Aber es ist auch sehr aufregend und im Endeffekt sind wir ja genau dafür hier. Also die besten Voraussetzungen für eine unvergessliche Motorradtour, die zu einem unserer absoluten Highlights wird. Von San Gertrudis folgen wir der Route 51 Richtung San Antonio de los Cobres, wo wir einen kurzen Stopp einlegen, um Benzin und Proviant aufzufüllen. Danach geht auf derselben Straße weiter bis nach Pocitos und dieser Teil hat es in sich. Nicht ganz so brutal wie die Lagunas-Route in Bolivien, aber trotzdem ein richtig anstrengender, sandiger Abschnitt, der uns alles abverlangt. Von Pocitos aus starten wir am nächsten Tag eine Tagestour zu unserem eigentlichen Ziel, dem Desierto del Diablo, mit einem kleinen Abstecher nach Tola Grande. Hola, Buenas. ¿cómo estás? ¿De dónde? ¿Cómo se llama? San Gertrudis. Sí, San Gertrudis. Salta. De Salta. Sí, Salta, sí. Dirección... Tola Grande. Tola Grande, sí. 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 Gracias. Gracias. Buen día. Buen día. Hier ist die letzte Tankstelle für die nächsten Tage. Also füllen wir alles auf, was man irgendwie auffüllen kann. Unsere Benzinkochflasche, die Zusatzbenzinblase und gefühlt auch ein bisschen Abenteuergeist und Nervenstärke, wovon mir die Lagunas-Route ziemlich viel abverlangt hat. Pascal hat mir versichert, so schlimm wird es nicht werden. Aber das hat er auch schon bei der Lagunas-Route gesagt. Ich bin mal gespannt, denn vor uns liegt wieder eine der rauesten und abgelegensten Regionen Südamerikas. Hola, buenas. ¿Tienes agua? Zu diesem Zeitpunkt konnte ich es lediglich ahnen, aber diese Fahrt wird für uns und vor allem für die Maschine wieder eine richtige Material- und Nervenprobe. Wir besorgen uns noch Wasser und einen kleinen Snack für unsere Tagesetappe.
Eine richtige Mahlzeit ist leider zeitlich nicht drin. Wir müssen noch ordentlich Kilometer machen, um nicht erst, wenn es dunkel ist, in Pocitos anzukommen, wo wir hoffentlich einen Schlafplatz finden werden. Wir sind wieder bei unserem Lieblingsuntergrund, bei Sand. Yippie! Yeah! Episch. Sich einfach an wie Surfen, als tat man einfach so, ja, es fühlt sich nicht stabil an. Trotzdem scheinen wir uns die Wege immer wieder aus uns durch. Das Problem mit dieser Art von Weg ist, dass man nie genau weiß, was einen erwartet. Von oben sieht alles gleich aus. Ein bisschen Sand, feste Oberfläche, alles easy, bis es das plötzlich nicht mehr ist. Denn man erkennt nicht, welche Abschnitte nur ein bisschen Sand obendrauf haben und wo sich darunter tiefer Sand versteckt. Das ist das Schwierige an diesem Untergrund. Und wenn man dann mit leicht erhöhter Geschwindigkeit unerwartet in den Tiefsand gerät, wird es für uns mit unserem Gewicht, sagen wir mal, etwas kompliziert. Hier oben wird man schnell daran erinnert, wie hart das Leben auf dieser Höhe wirklich ist. Die Natur ist auf das absolute Minimum runtergefahren. Tiere sieht man nur selten. Kalter, teilweise richtig stürmischer Wind, kaum Wasser, höchstens mal eine kleine Quelle. Und genau da ballt sich dann alles, was hier überhaupt lebt. Geht mal ziemlich steil auf wieder. Oh, alles geht schon. Alright. Hoppa, die Traction Control ist schon wieder am Werke. Das ist so wild, dass die so viel Leistung wegnimmt. Das ist, ich verstehe das nicht. Der ist auf Position 1, Mann. Der nimmt mal komplett die Leistung weg. Dann ging es über einen sandigen Abschnitt den Hang hinunter. Man hätte natürlich auch ganz entspannt die langen Schleifen im Sand fahren können. Sicher, ruhig und ohne große Überraschungen. Ich habe mich aber für die kurze Variante entschieden, direkt und geradeaus. Ich muss ABS ausschalten. Okay, und ich glaube, ich steige ab. Ich muss Steffi ja immer wieder mal Stoff geben, um ihre Lebensentscheidungen in Frage zu stellen. Mal schnell nach hinten, soweit es geht. Ja. Nice, gemeistert hier die Sandabfahrt. Ja, das war schon nett, das war gut. Ich bin mal wieder sicher, dass man das auf der Kamera alles gar nicht sieht. Aber es war definitiv sandiger als gedacht. Jo, Und es geht runter. nice. Sweet. Da ist noch Schnee da hinten auf die Berggipfel. Ja, geil, oder? Ja. So, haben wir uns gerade wieder hingemault. Kamera hat leider keinen Akku gehabt. Muss am Gas bleiben, das geht leider nicht, wenn ich overgehe. Junge! Ah, Junge. Aber es ist hart, ihr müsst uns glauben, es ist hart. Zu zweit im Sand. Das wäre Stau. Luft anhalten. Das hat gescheppert. Da noch die Kiesstorne mithauen. Ja. Der war nicht so langsam. Holy shit. Wir freuen uns, als wir wieder aus dem Sand raus sind. Sand ist besonders anstrengend und verlangt viel Kraft und Konzentration. Und ganz ehrlich, besonders spaßig zu zweit auf einer Maschine im Sand ist es nicht. Wir erreichen Pocitos gerade noch vor Sonnenuntergang. Die Temperaturen fallen schnell und wir sollen -2 Grad in der Nacht bekommen. Campen fällt für uns also komplett raus. Wir haben es zwar einmal am Salar de Uyuni in Bolivien gemacht, sind aber nicht gerade scharf darauf, unsere auf +10 Grad ausgelegten Schlafsäcke nochmals bei Minusgraden zu testen.
Also machen wir uns auf die Suche nach einer Unterkunft und hoffen gleichzeitig, noch etwas zu essen zu finden. Positos ist das einzige Dorf in dieser Gegend. Rundherum gibt es nur Sand, Salz und Berge. Wir haben aber Glück und es klappt sogar beides. Wir finden ein Dach über dem Kopf mit Restaurant. Das ist unser kleines Zimmer. 4 Betten drinnen. Sie hat gesagt, es kann sein, dass noch Leute kommen. Und Bad. Wir sind jetzt vorhin ins Restaurant reingekommen, das dem Hospedaje gehört, und wir haben uns gefragt, ob das ja ein Buffet ist und wollten uns schon servieren, aber es ist eigentlich eine Opferstätte. Dinner served. Wenigstens ist das Essen anständig. Von hier aus starten wir am nächsten Tag unsere Tagestour in eine der schönsten, abgelegensten Wüsten, die wir je gesehen haben. Schönen guten Morgen. Hallöchen. Heute machen wir wieder einen Tag ohne das ganze Gepäck. Darauf freuen wir uns. Immer gut. Ja, wir haben jetzt nicht so gut geschlafen. Ich glaube, wir haben ein bisschen Kopfweh gehabt von der Höhenkrankheit. Ja, wir sind auf 3800. Das sollte nicht so viel sein, aber ja, hat halt doch ein bisschen gepocht. Wir fahren jetzt zur Teufelswüste und dann landen wir am Abend wieder hier. Also ein kleiner Tagesausflug sozusagen. Wow, wie das ausschaut. Die roten Hügel überall. Ja, überall rot, ja. Wenn das nicht Mars ist, dann war sie auch nicht. Stell dir einfach vor, du hast jetzt einen Astronautenhelm auf und wir fahren mit unserer Mars Twin durch die Gegend. Wow, das ist... Ich laufe jetzt mal kurz mit euch zum Gestein rüber und hoffe, dass die Kamera das sieht. Weil ich habe schon das Gefühl, dass das Rot nicht so rüberkommt, wie es eigentlich ist. Aber ja, die Felswand. Schaut ein bisschen so aus. Weiß nicht, ob man... Vielleicht kann man ranzoomen später, vielleicht auch nicht. Schaut ein bisschen so aus, als würde der Stein schmelzen. Ja, verrückte Landschaft. Schau, jetzt sind wir wirklich mittendrin. Jetzt sind wir mittendrin, ja. Am liebsten würden wir hochlaufen, aber wir lassen es bewusst sein. Tief beeindruckt betrachten wir die spektakuläre Landschaft, ohne unsere Spuren zu hinterlassen. Das ist definitiv eine crazy Landschaft. Ich habe es mir ehrlich gesagt weniger spektakulär vorgestellt. Aber wenn man da drinnen ist, ist es doch nochmal was anderes. Da unten hat auch jemand ein paar Touren geträumt. Ja, eben, das ist das, was ich nicht probieren mag. Also eigentlich mag ich es probieren, aber schau mal, wie es dann ausschaut, weißt du. Ja. Das ist halt schade, weißt du. Das ist halt verkacken für all die anderen.
Damit wir den ganzen Weg wieder zurückschaffen, brauchen wir dringend Benzin. Unser Ersatzbenzin ist bereits komplett aufgebraucht und viel Spielraum haben wir nicht mehr. Wir entscheiden uns, unser Glück zuerst im nächsten Dorf zu versuchen. Wenn es dort kein Benzin gibt, können wir nur hoffen, dass wir noch bis Positos zurückkommen und dort was auftreiben können. Tankstellen gibt es hier übrigens keine. Kleiner Stopp an einer Lagune. Ziemlich cool. Von weiter weg schaut sie blau aus, aber jetzt, wenn wir näher sind, schaut sie ziemlich braun-rot aus. Eher rot, ja. Ja, rot, aber ja, sie haben jedenfalls einen Steg da mitten durch die Lagune gebaut. Für so Touristen wie uns, Genau. damit wir das genießen können. Haben wir jemanden gefunden? Sehr nett von dem Herrn. Muchas gracias. Sí, ja. Geil, dass das geklappt hat. Ja, mega nice. Gibt immer irgendwann, der Benzin hat. Irgendwann Benzinhorder. Ja. Auf dem Weg zurück entdecken wir hinter einem Hügel eine verlassene Siedlung. Ein alter Zug steht noch auf den Gleisen, als würde er einfach auf die nächste Abfahrt warten. Die Hütten haben keine Dächer mehr, nur noch die Grundmauern erinnern daran, dass hier mal Leben war. In solchen Regionen zeigen verlassene Dörfer ganz besonders, wie hart das Leben hier ist. Es fühlt sich komisch an, wenn man bedenkt, dass hier mal Menschen gelebt haben. Ein Gefühl, das man schwer über eine Kamera vermitteln kann, das aber sicher jeder kennt. Wir lassen das Geisterdorf ein wenig auf uns wirken, bevor es weitergeht. So, da wir aus. Vogel gebaut. Überall Stroh drin. Wir haben gerade unsere 30.000 Kilometer voll gemacht mit der Maschine. Also nur um das nochmal klarzustellen mit den 30.000. Die 30.000 sind nicht alleine von uns. Ja, wir haben sie ja gebraucht gekauft. Und wir haben sie bekommen, ich glaube mit 15.000 irgendetwas. 15.000 hoch. Zur Feier dieser epischen Tour lasse ich mich von Steffi zurück nach Positos chauffieren. Bist ready? Dann chauffier mich mal. Ganz angenehm ist es. Ganz angenehm. Hier hinten drauf. Hier wird man kutschiert. Ich finde es immer wieder bewundernswert, dass du das alles hinten drauf mitmachst. Schon? Jo. Ich glaube, ich darf mich nicht trauen. Darf ich dich nicht trauen? Wieso nicht? Keine Ahnung, weil ich so viele Reflexe habe beim Motorradfahren, dass ich lieber selber die Kontrolle habe. Ja. Bei mir ist es wahrscheinlich genau das Gegenteil. Nach einer weiteren Nacht in dem fast ausgestorbenen Dorf machen wir uns auf den Weg zurück in die Zivilisation. Ein weiteres Abenteuer, das uns und unsere Reise ganz besonders geprägt hat, geht damit zu Ende. Mann, war die Route jetzt anstrengend. Ja,
Also manche Teile sind einfach nur anstrengend. Das sind die Ripios, So viele die Bodenwellen. sind ermüdend, wirklich. Also ich bin ja im Prinzip dafür, dass wir viele Offroad-Strecken haben. Aber die Ripios, die machen mich und das Motorrad müde. Jetzt mal kurz eine Pause, bevor es dann auf der Route 40 weitergeht. Wir hatten eigentlich geplant, dass wir nur bis wohin? La Poma war's das, oder? Ja, bis nach La Poma fahren. Aber ja, wir haben uns jetzt entschlossen, wenn es geht und wenn wir genug Zeit haben, fahren wir bis Carchi runter, weil da ist es ein bisschen wärmer. Weil wir haben jetzt genug von der Kälte nach ein paar Tagen oben da auf 3800 Meter. Aber natürlich steht auch schon das nächste vor der Tür. In der nächsten Folge biegen wir ab auf eine der längsten Straßen der Welt, die legendäre Route 40. So, jetzt fahren wir ab auf die Route 40, die legendäre hier. Ich freue mich schon, ich bin gespannt. Oh, was die Route so kann. Ja. Wenn du dieses Abenteuer auf keinen Fall verpassen willst, abonniere den Kanal und begleite uns weiter auf unserer legendären Tour durch Südamerika. So, machen wir es jetzt. Let's go.